willkommen. Ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story und ich heiße Kati. Für alle, die neu da sind, herzlich willkommen. Hoffentlich fühlt ihr euch wohl und für alle, die schon länger dabei sind, hi, willkommen zurück. Ich bin momentan gerade mega glücklich, weil ich ein Bildchen fertig habe, das für mich persönlich viele schöne Momente beinhaltet. Ja, ich war ja an einem Punkt, wo ich gesagt habe im Jahresrückblick, oh, ich möchte es nicht fertig haben, es ist so schwierig und dann ist es vorbei. Und ja, dann habe ich mit meiner Tochter gesprochen und die hat mir was ganz, ganz Süßes gesagt. Und da fand ich nachher, ja, eigentlich, da hat sie ja schon recht. Ich zeige euch jetzt erstmal das Bild und dann schauen wir weiter. Und dann sage ich euch auch, was meine Tochter mir da erzählt hat. Also, das ist schon wirklich, wirklich schön. Manchmal denkt man an so Sachen nicht und dann kriegt man sie gesagt und denkt, ja, eigentlich, du hast vollkommen recht. So, hier ist es. Es ist fertig. Der Floral Rain, ich sage mal Flower Rain, Floral Rain von Karat Art von der Künstlerin Danko. Es hat hier nur noch dort oben das Stückchen gefehlt. Und ihr seht es ist fertig. Ah, was ein Traum. Ja, alles liegt, alles glänzt, alles toll. Ich hatte euch ja in meinem Jahresrückblick gesagt, dass es ein bisschen schwierig ist für mich, das Bild fertig zu machen, weil, wie gesagt, da sind so viele glückliche Momente drin und so viele Erinnerungen sind damit verbunden oder schöne Erinnerungen sind damit verbunden. Und deswegen war das für mich, ja, ich will es nicht fertig haben, mir gefällt das so gut, ich möchte es noch painten, aber gut, alles hat mal ein Ende. Und dieses Bild ist nun zu Ende. Es hatte 70 Farben, hatte eine Größe von 67 x 85. Es ist von Karat Art. Hier unten habt ihr nochmal die ganzen Daten dazu. Es ist von der Künstlerin Danko. In eckigen Steinchen. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AB-Farben mit drin von den 70. Und ja, wirklich wunderschönes Bild. Ich schiebe es jetzt mal ein bisschen höher, damit ich euch auch noch gerade die Sachen zeigen kann, die übrig geblieben sind. Einmal die Steinchen und hier drin hatte ich jetzt noch die restlichen Ausschusssteinchen. Upsala. Jetzt schmeiße ich alles runter. Ich hole noch ein Schiffchen, wollte ich sagen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hole euch noch ein bisschen runter. Dann sehen wir das besser. Und ich kann mich bereit machen. Ja. Ich hatte hier diesen 70er Koffer und hat alles wunderbar gepasst. Es sind auch noch Steinchen übrig. Das hier ist ein AB-Stein. Ich hatte mir den Koffer sortiert einmal nach den Nummern, dann kam das Alphabet und dann kamen die ganzen Sonderzeichen. Ja. Ihr seht es, ich habe auch noch meine kleinen Trocknertücher drin, da das Ganze ein bisschen statisch geladen war. So, hier hinten hatte ich dann
also hinten in dem Netz, habe ich noch die Folien drin, falls ich mal noch mal welche bräuchte. Hatte ich mir einen Teil immer dann aufgehoben. Und noch ein kleiner Zipper mit Trocknertücher. Den Trichter. Wenn die Steinchen nicht geladen sind, funktioniert der wirklich gut. Und Wachs hatte ich mir da reingepackt, aber ich habe nachher mit dem Bienenwachs, mit dem Tappi von Craft & Wedding gepainted. Genau. Hier sind nur die leeren Zippertütchen drin von den Farben, wo wir halt viel hatten, die noch hier oben in dem Netz mit drin waren, die nicht in die Döschen gepasst hatten. Das hier sind die ganzen Steinchen, die noch in den Beutelchen drin sind, wo noch super sind, aber ich keinen Platz mehr in meinem Döschen hatte, zum Beispiel. Die habe ich da noch drin stehen. Jetzt suche ich gerade mein A. Und ich habe dann immer halt aus den Tütchen gepaintet oder aus der Dose, je nachdem, was ich gegriffen hatte. Und es ist von allem wirklich genug da gewesen. Also, da kann man sich nicht beklagen. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen von dem, was meine Tochter gesagt hatte. Sie hat ja mitgekriegt, dass ich den Jahresrückblick gedreht habe. Und sie kennt ja auch das Bild. Und dann hat sie gesagt, ja, warum machst du das denn nicht fertig? Sag ich, ja, ich kann nicht, ich finde das so schade dann. Ja, sagt sie, ja, das kann ich verstehen, Mama, das ist schon richtig. Sag ich, okay. Und dann guckt sie mich aber an und meinte, aber du hast schon bedacht, so hast du das unfertige Bild da hängen, du könntest es auch fertig haben und es dann ja aufhängen und dann siehst du auch jedes Mal deine Erinnerungen und denkst an uns. Und außerdem können wir es dann auch sehen. Ich war ja dabei, wie du es gepaintet hast. Und da dachte ich, ja, da hat sie recht. Weil so hängt das hinter der Tür an den Kleiderbügel und anders hänge ich es auf und auch mein Sohn und meine Tochter können es sehen. Und anscheinend hatte ich nicht bedacht, dass ja meine Kinder auch damit Erinnerungen verknüpfen, weil sie ja dabei waren, wie ich es gepaintet habe. Ja. Und ja, deswegen habe ich es jetzt fertig gepaintet, weil ich dachte, damit auch die Erinnerungen der Kinder am Leben bleiben oder ja, am Leben gehalten werden, wenn das jetzt ein richtiger Satz war, hoffentlich, dachte ich, painte ich es fertig und gebe ihnen auch die Chance, sich Gedanken darüber zu machen. Ja, genau, deswegen ist es jetzt fertig. Ja, das hier habe ich mit so einer Klammer festgemacht, genauso wie meine guten Steinchen noch. Das ist zum Beispiel alles so ein bisschen Ausschuss. Bei dem Beutelchen hier, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, der gehört noch zu den guten Sachen. Der hat lose drin gelegen. Also der war nicht festgeklammert. Aber ich glaube, das sind noch gute Steinchen, würde ich sagen. Ja. Also das würde ich eher noch zu den guten zählen. Ne? Da sieht man ein bisschen was, ja, aber jetzt nicht gravierend. Das würde ich zu den guten Sachen holen. So, und dann seht ihr, ich hatte dann immer bei der 3865, das habe ich mir dann auch in die Tütchen reingemacht, gerade die, wo ich gegriffen hatte, damit ich das parat habe. Falls ich irgendwas noch habe, da waren zum Beispiel dann nur die Steinchen aneinander. Ich hole mal eins raus.
Obwohl weiß auf weiß. Ja, da war zum Beispiel nur ja, so. Oder sie waren aneinander geklebt. Oder sie hatten eine kleine Nase. Und das sind ja alles Sachen hier, das kann man noch definitiv mit einem scharfen Messerchen abmachen, hier diese Nasen. Oder hier auseinander machen, die Steinchen. Und deswegen hatte ich mir die aufgehoben, weil ich dann dachte, falls es doch nicht reicht, kann man das ja noch benutzen. Und deswegen sind die auch gleich in ihren richtigen Beutel gewandert, damit ich wusste, zu welcher Farbe der Rest gehört. Und das habe ich bei allen so gemacht. Und wenn ihr überlegt, ich weiß gar nicht, wie viele Tütchen Weiß wir überhaupt hatten, aber das waren einige. Und das ist sozusagen ein Ausschuss gewesen. Finde ich das nicht tragisch. Hier ist alles drin gewesen an Ausschuss, was ich dann hatte. Also ihr seht es, da ist auch vom AB was mit dabei zum Beispiel. Ja, also nichts Gravierendes. Und für die Menge an Steinchen ist das vollkommen super, finde ich jetzt. Hier sind noch die restlichen. Da habe ich dann alles so drin gesammelt. Ja, und auch hier, ihr seht es, da ist fast, es ist wenig, finde ich. Ja. Es ist mal so ein Löchlein drin oder halt wie gesagt eine Nase oder sie sind zusammengeklebt oder hier bei dem, da ist ein Dreckchen obendrauf. Aber ja, nichts Gravierendes, also nichts, wo man sagen würde, oje, oje, oje. Und vor allen Dingen, es ist nicht viel. Es ist ja wirklich nicht viel an Ausschuss. Ja. Also für die Bildergröße muss ich sagen, habe ich wirklich Top-Qualität gehabt von den Steinchen. Die werden jetzt auch dann wegsortiert, die Sachen, damit der Koffer Platz hat für ein neues Bildchen. Und dann muss ich mal gucken, welches ich damit dann starte. Ja, jetzt schauen wir uns noch kurz das Bild noch mal ein bisschen an, weil das hat wirklich eine super Qualität. Und es hat Abwechslung, es hat Color Blocking, es hat Konfetti. Ja, man sieht schön die Details, es glitzert. Schaut euch den Schuh an. Also die Blütenpracht hier unten. Ja, es ist wirklich ein Traum. Ein traumhaftes Bild. Mit Ploppen der Steinchen hatte ich jetzt keine Probleme. Es hat sich alles wirklich gut legen lassen. Ja. Auch hier bei dem Mädchen. Hier die Spange in dem Haar, die Haarsträhnen, die hier noch vom Wind verweht werden sozusagen, die lose sind und im Wind wehen. So rum hört sich besser an. Ja, die Wimpern, die Augenbrauen, ja, der Mund, die kleine Nase. Ja. Also ich finde, das kommt hier auch mit der Hand, das kommt so toll raus. Der Blütenschirm hier, ich will Regenschirm sagen, aber es ist, finde ich, eher ein Blütenschirm. Ja, für die losen Blüten, die hier auch, die Blütenblätter, die hier rumfliegen. Also das ist wirklich ein super, super schönes Bild. Ja. Das ist eine, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die AB-Steinchen sind schön eingesetzt, also nicht zu viel, nicht zu wenig, wirklich toll.
das ist wirklich eine Sache. Man hatte überall sozusagen immer mal 1 oder 2 AB-Steinchen mit drin, was ich ganz, ganz klasse fand. Hier zum Beispiel in den Blätterchen sind immer mal ein paar drin. Am Schirmhalter sind ein paar AB-Steine drin. An den Lippen sind 1, 2 AB-Steine mit drin. Hier an den Augen. Ja, also das ist wirklich klasse eingesetzt. Am Schirm sind AB-Steine mit drin. Also es ist wirklich toll. Ihr seht es auch hier. Moment, muss ich das Bild ein bisschen runterholen. Auch hier ist ein Teil AB mit drin, genauso wie hier. Ja. Und ich finde, das sieht wirklich toll aus. Ja. Und ihr seht es auch vom Legen her, die Qualität, auch hier. Also es ist wirklich klasse. Ein wirklich schönes Bild, finde ich jetzt. Ja, und es ist fertig. Was super ist. Jetzt kommt es an die Wand. Jetzt werden wir es aufhängen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das kleine kurze Review gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Oder auch einen lieben Kommentar, wenn ihr möchtet. Vielleicht auch ein kostenloses Abo, wenn ihr neu seid, damit ihr mehr so Content bekommen könnt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.